gehst zum Arzt, weil du ständig müde bist, dein Gehirn vernebelt ist und du mittags in ein Energieloch fällst. Und dann kommt dieser eine Satz, der das Todesurteil für dein Gehirn besiegelt. Herzlichen Glückwunsch, alle Blutwerte sind im Normbereich. Das ist die gefährlichste, meist unbewusste Lüge, die dir je ein Arzt ins Gesicht sagen wird. Denn während er dir gratuliert, verhungert dein Gehirn bereits buchstäblich. Normal bedeutet heute nur, du bist genauso krank wie der Durchschnitt einer metabolisch kaputten Bevölkerung. Was dein Arzt als gesund verkauft, nennen weltweite Experten anders. Das Vorstadium von Alzheimer nennen Experten wie Professor Spitz, Dr. Michael Nehls, Dr. Robert Lustig oder Dr. David Perlmutter ganz nüchtern Diabetes Typ 3. In diesem Video zeige ich dir die 4 Hebel, die dein Gehirn vor dem Hirntod retten, bevor es zu spät ist. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Meine Philosophie ist simpel, aber radikal. Häufig ist nicht gleich normal. Nur weil jeder Zweite übergewichtig ist und jeder Dritte psychische Probleme hat, ist das nicht der biologische Sollzustand. Die meisten modernen Zivilisationskrankheiten sind hausgemacht. Ich habe das an meinem eigenen Körper bewiesen. Meine zu große Prostata ist wieder um 18% geschrumpft, eine 20-jährige Allergie ist verschwunden und eine chronische Knieentzündung gehört der Vergangenheit an. Es gibt bereits Literatur, die zeigt, was möglich ist, wenn man dieses System versteht. Nimm zum Beispiel das Buch The End of Alzheimer's des Neurowissenschaftlers Dr. Dale Bredesen. Er beschreibt darin ein umfassendes Protokoll aus Ernährung, Schlaf, Bewegung und Detox, um kognitive Prozesse zu verbessern. Das Ergebnis: In seiner ersten Fallserie zeigten 9 von 10 Patienten messbare Verbesserungen ihrer kognitiven Fähigkeiten. Einige kehrten sogar in ihren Beruf zurück. Kritiker nennen das oft anekdotisch oder nicht ausreichend kontrolliert, also keine wissenschaftlich gesicherte Heilung. Aber meine Meinung dazu ist klar. Es gibt deshalb so wenige Beispiele für solche Erfolge, weil die allerwenigsten Menschen aktiv etwas dagegen tun. Die meisten verwalten den Verfall, statt das Ruder herumzureißen. Es mag anekdotisch sein, aber es beweist, du hast es selbst in der Hand. Aber ein wichtiger Hinweis vorweg: Ich bin kein Arzt, ich bin Diplom-Informatiker. Ich analysiere den menschlichen Körper wie ein komplexes System. Ich fasse die Daten von weltweit führenden Experten zusammen, suche nach logischen Mustern und verbinde die Punkte, die im medizinischen Spezialistentum oft isoliert betrachtet werden. Wenn du verstehen möchtest, wie du gesund und leistungsfähig alterst, statt nur Symptome zu verwalten, dann ist das hier dein Zuhause. Abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal. Wir gehen hier tiefer als der Mainstream. Los geht's! Lass uns mit einem fundamentalen Missverständnis aufräumen, das uns Milliarden kostet und Millionen Menschen leiden lässt. Stell dir dein Gehirn wie einen Kamin in deinem Wohnzimmer vor. Du willst Wärme und ein ruhiges, klares Feuer. Aber statt gutem Holz wirfst du den ganzen Tag billiges Zeitungspapier hinein. Zucker, Weißmehl, ständige Snacks. Und was passiert dann? Das Feuer flackert kurz wild hoch. Das ist dein Zuckerkick. Aber das Feuer verbrennt nicht sauber. Der Kamin verrußt völlig, der Abzug verstopft und dicker Rauch zieht in dein Wohnzimmer. Dieser Rauch ist das, was du als Brain Fog, Vergesslichkeit, Müdigkeit oder sogar als Depression spürst. Die moderne Medizin versucht in diesem Szenario Ventilatoren aufzustellen. Wir gehen zur Psychotherapie, um den Rauch wegzublasen. Wir machen Achtsamkeitsübungen, um im Rauch ruhig zu atmen. Wir fahren in den Urlaub, um dem Qualm vorübergehend zu entkommen. Wir behandeln das Problem, als wäre es ein Lüftungsfehler, ein Problem in deinen Gedanken oder deiner Einstellung. Aber was nützen Ventilatoren, wenn du weiter Zeitungspapier in den Ofen wirfst? Solange der Brennstoff falsch ist, wird der Rauch bleiben. Genau das passiert in deinem Gehirn. Dr. Chris Palmer, Psychiater in der Harvard Medical School, hat in seiner bahnbrechenden Arbeit zur Brain Energy Theory bewiesen, psychische Störungen sind im Kern metabolische Störungen. Es ist kein Problem der Psyche, es ist ein Problem des Brennstoffs. Wenn deine Mitochondrien, die winzigen Kraftwerke in deinen Zellen, durch den ständigen Zuckeransturm verrußen und nicht mehr effizient Energie produzieren, gehen in bestimmten Hirnarealen die Lichter aus. Wenn der Hippocampus, dein Zentrum für Gedächtnis und Emotionsregulation, unterversorgt ist, kann er nicht richtig feuern. Das Ergebnis erlebst du als Depression, als Angstzustand oder als Vergesslichkeit. Die Pharmaindustrie liebt die Ventilatorentheorie. Sie verkauft dir Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, also Antidepressiva, um die Botenstoffe im Gehirn zu beeinflussen. Doch das ist, als würdest du Duftbäume im Wohnzimmer aufhängen, damit der Rauch weniger stört. Die Luft wird davon nicht sauberer und die eigentliche Ursache, das brennende Zeitungspapier, bleibt unangetastet. Wir müssen aufhören, Depression und beginnende Demenz getrennt zu betrachten. Ein depressiver Mensch hat eine doppelt bis dreifach so hohe Wahrscheinlichkeit, später Alzheimer zu entwickeln. Warum? Weil es dieselbe Ursache hat, die metabolische Dysfunktion. Der Ofen ist verstopft. Warum nennt die Wissenschaft Alzheimer mittlerweile Diabetes Typ 3? Um das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie dein Gehirn an Energie kommt. Jede Zelle in deinem Gehirn hat eine Tür für Glucose, also Zucker. Aber diese Tür ist verschlossen. Damit Zucker eintreten kann und verbrannt werden kann, braucht es einen Pförtner, der aufschließt. Dieser Pförtner ist das Hormon Insulin. Insulin klopft an die Zelle,
Die Zelle öffnet sich, Zucker tritt ein, Energie wird produziert. Aber was passiert in unserem modernen Alltag? Wir essen längst nicht mehr nur 3 Mahlzeiten am Tag. Realistisch sind es eher 8, 9 oder sogar 10 Essimpulse täglich. Frühstück, dann ein Milchkaffee am Vormittag, ein Keks im Büro, Kaugummi mit Zucker, Mittagessen, ein Lutschbonbon für den frischen Atem, Süßgetränke den ganzen Tag lang, ein schneller Snack zwischendurch und abends wieder eine große Mahlzeit. Und fast all das enthält Zucker oder schnell verfügbare Kohlenhydrate, welche auch zu Zucker werden. Die Lebensmittelindustrie verkauft uns diese Produkte seit über 50 Jahren als sichere Energie, leicht bekömmlich oder harmlos für zwischendurch. Die Wahrheit ist, es sind leere Kalorien ohne Nährstoffe. In meinem Video zum Thema Diabetes Typ 2 erkläre ich, wie eine Insulinresistenz entsteht und warum Zellen aufhören, auf das Klopfen zu reagieren. Das Video ist hier verlinkt. Die Folge solcher Lebensmittel: dein Insulinspiegel ist chronisch hoch. Der Pförtner klopft nicht mehr höflich, er hämmert permanent gegen die Tür. Und die Zelle, die macht das, was wir alle bei Lärm tun. Sie setzt den Gehörschutz auf. Sie wird taub gegen das Klopfen, das nennt man Insulinresistenz. Das Resultat ist paradox und tragisch. Dein Blut schwimmt im Zucker. Du hast mehr als genug Energie im System, aber deine Gehirnzelle verhungert vor einem vollen Buffet, weil sie die Tür nicht mehr aufbekommt. Professor Jörg Spitz und Dr. Annette Bosworth weisen immer wieder darauf hin, Insulin ist nicht nur für den Blutzucker da. Im Gehirn fungiert Insulin als sogenannter trophischer Faktor. Das bedeutet, es ist ein Wachstumssignal. Fehlt also die Wirkung von Insulin, bekommt das Neuron das Signal, du wirst nicht mehr gebraucht. Die neuronalen Verbindungen, die Synapsen, ziehen sich zurück. Die Struktur verkümmert. Das ist der Moment, in dem du nach dem Mittagessen in das berühmte Fresskoma fällst. Das ist keine gemütliche Verdauungspause, das ist dein Gehirn, das Systemausfall meldet, weil die Energieversorgung durch die massive Insulinflut gerade zusammengebrochen ist. Lass gerne jetzt schon mal einen Daumen da, wenn du dieses Mittagstief kennst und es satt hast, deinen Nachmittag im Halbschlaf zu verbringen. Das ist wichtig für den Lebensalgorithmus und hilft hoffentlich dem Gehirn vieler Menschen. Bevor wir zur Lösung kommen, müssen wir einen der größten Mythen der Medizingeschichte zerstören. Ein Mythos, der uns Jahrzehnte an Forschung und Milliarden an Forschungsgeldern gekostet hat, ohne ein einziges Heilmittel hervorzubringen. Der Mythos vom bösen Eiweiß. Wenn Wissenschaftler das Gehirn von Alzheimer-Patienten unter dem Mikroskop betrachten, stoßen sie auf etwas Auffälliges. Klebrige Eiweißklumpen, die sich zwischen den Nervenzellen ablagern. Man nennt sie Amyloid-Plaques. Jahrzehntelang galt in der Medizin ein Dogma, das fast wie ein Naturgesetz behandelt wurde, die Amyloid-Hypothese. Die Logik dahinter schien bestechend simpel und für jeden logisch. Erstens, wir finden diese Ablagerung, Plaques, im kranken Gehirn. Zweitens, also müssen diese Plaques die Ursache für das Absterben der Nerven sein. Drittens, die Lösung schien greifbar nah. Wir entwickeln Medikamente, die diese Plaques auflösen und heilen damit Alzheimer. Das Ergebnis: eine Erfolgsquote von exakt 0. In klinischen Studien wurden die Gehirne von Patienten erfolgreich gereinigt, die Plaques waren weg, aber der Zustand der Patienten verschlechterte sich oft sogar schneller als zuvor. Warum? Dr. Dale Bredesen, einer der weltweit führenden Alzheimer-Forscher, hat das Rätsel gelöst. Seine Erkenntnisse basieren auf der Studie Reversal of Cognitive Decline, a Novel Therapeutic Program. Den Link dazu findest du wie immer in meinen Videos unten in der Videobeschreibung. Amyloid ist nicht der Terrorist, es ist die Feuerwehr. Dein Gehirn produziert Amyloid als hochintelligente Schutzreaktion. Je nach Bedrohung nutzt es unterschiedliche Strategien. Erstens bei Entzündungen, also Infektionen. Amyloid wirkt wie ein Schutzschild, der Bakterien und Viren einkapselt und unschädlich macht. Zweitens bei Toxinen, also Schwermetallen, Schimmel etc. Es wirkt wie ein Schwamm, der Gifte bindet, damit sie die Neuronen nicht zerstören. Und drittens beim Mangel an Nährstoffen, also fehlende Hormone und Baustoffe. Hier wirkt es als Notbremse. Wenn das Baumaterial fehlt, befiehlt Amyloid einen strategischen Rückzug. Es baut Verbindungen ab, um Energie zu sparen. Ähnlich wie ein Baum, der im Herbst seine Blätter abwirft, um den Winter zu überleben. Wenn dein Gehirn merkt, dass es angegriffen wird und zeitgleich zu wenig Energie hat, schaltet es in einen Notfallmodus. Dr. Dale Bredesen bezeichnet das als Scorched Earth Retreat, also eine Art verbrannte Erde-Strategie. Das Gehirn sagt, ich habe nicht genug Ressourcen, um alles zu erhalten. Ich opfere jetzt die Erinnerung an den Namen meines Nachbarn, um die vitalen Funktionen zu schützen. Es produziert Amyloid, um die Bedrohung einzukapseln. Wenn wir jetzt mit Medikamenten kommen und das Amyloid entfernen, ohne den Brand zu löschen, die Ursache, nehmen wir dem Gehirn seinen letzten Schutzschild. Wir feuern die Feuerwehrleute, während das Haus noch weiter brennt. Der Neurowissenschaftler Dr. Dale Bredesen erklärt diesen radikalen Perspektivwechsel so, aber Sie selbst. Your brain is now in protection mode, pulling back rather than in growth mode. Therefore, what we call Alzheimer's disease is actually a protective response to numerous different pathogens. It's essentially a scorched earth retreat. And the amyloid that we have vilified is not the cause of the disease after all, but actually
a protective part of the immune system. Wir müssen aufhören, nach der einen magischen Pille zu suchen. Man nennt so eine Lösung oft eine Silberkugel, das legendäre Geschoss, das das Monster mit einem einzigen Schuss erledigt. Aber Alzheimer und kognitiver Verfall sind kein einzelnes Monster. Stell dir deine Gesundheit wie ein Dach vor. Wenn es hineinregnet, hast du vielleicht ein Loch im Dach. Dr. Bredesen hat 36 potenzielle Löcher identifiziert, die zum Hirntod führen können. Insulinresistenz ist ein Loch. Nährstoffmangel ist auch ein Loch. Schlafmangel, Stress, Toxine, Bewegungsmangel, das sind alles Löcher. Die Schulmedizin versucht krampfhaft, das eine große Loch im Dach zu finden und es mit einem extrem teuren Flicken zu stopfen. Aber was bringt es, ein Loch zu schließen, wenn es durch 35 andere Löcher wieder reinregnet? Wir brauchen keine einzelne Silberkugel, wir brauchen eine Schrotladung. Und ich meine keine Schrotflinte für das Dach, wir müssen breit streuen und viele Faktoren zeitgleich optimieren. Das klingt nach Arbeit? Ja, das ist es. Aber die Alternative ist, langsam zu vergessen, wer deine Kinder sind. Und hier kommt mein Manifest an dich. Häufig ist nicht normal. Nur weil deine Kollegen mit 50 abbauen, nur weil deine Eltern Demenz hatten, heißt das nicht, dass das dein Schicksal ist. Genetik lädt die Waffe, aber dein Lebensstil drückt den Abzug. Bitte teile jetzt das Video mit jemandem, der glaubt, Vergesslichkeit sei einfach Teil des Alterns. Wir müssen diesen Mythos gemeinsam beenden. Kommen wir zur Praxis. Wir wissen jetzt, das Problem ist Energie, Entzündung und fehlende Baustoffe. Wir müssen den Kamin reinigen und endlich vernünftiges Holz reinlegen. Hier sind die 4 Säulen, die du umsetzen musst. Nicht morgen, heute. Wenn die Vordertür für Glucose wegen der Insulinresistenz verschlossen ist, müssen wir den Hintereingang nehmen. Zum Glück hat dein Gehirn einen Hybridmotor. Es läuft nicht nur auf Zucker, es liebt eine andere Energiequelle sogar noch mehr: Ketone. Ketone entstehen, wenn dein Körper Fett verbrennt. Das Geniale: Ketone brauchen kein Insulin, um in die Gehirnzelle zu kommen. Sie nutzen einen völlig anderen Transporter. Sie schleichen sich durch den Hintereingang rein und bringen die Lichter wieder zum Leuchten. In meinen Einkaufsguide-Videos zeige ich dir, welche Lebensmittel du im Supermarkt einkaufen solltest und welche nicht. Der Link zur Playlist ist hier. Menschen, die auf eine ketogene Ernährung umsteigen, berichten sehr oft, dass sich der Schleier lüftet, der Nebel verschwindet. Mehr noch, eine Studie der LMU München von Professor Dr. Kreth, Sepsis-Keto-Studie, hat gezeigt, dass Ketone nicht nur Energie liefern, sondern massiv entzündungshemmend wirken. Sie programmieren das Immunsystem um. Und wie setzt du das um? Erstens, Intervallfasten ist Pflicht, keine Kür und auch kein Trend. Gib deinem Körper mindestens 14 bis 16 Stunden Zeit ohne Nahrung, täglich, damit dein Insulinspiegel sinken kann. Zweitens, der extreme Hack für Mutige. Dr. Annette Bosworth, auch als Dr. Boss bekannt, empfiehlt die Sardinen-Challenge. Wenn du massive Probleme mit Brain Fog, also Gehirnnebel, hast, isst für 72 Stunden nichts außer Sardinen in Olivenöl. Warum Sardinen? Sie enthalten 0 Kohlenhydrate, aber massive Mengen an guten Fetten und Omega-3. Das zwingt deinen Stoffwechsel innerhalb von 3 Tagen in eine tiefe Ketose. Es ist ein Hard Reset für deinen Metabolismus. Klingt eklig? Vielleicht. Aber willst du Sardinen essen oder dein Gehirn verlieren? Dein Gehirn ist ein hochaktiver Ort und wo gearbeitet wird, fällt Müll an. Stoffwechselendprodukte, kaputte Proteine, Plaques. Dein Gehirn hat eine eigene Müllabfuhr, das sogenannte glymphatische System. Der Haken an der Sache: Die Müllabfuhr kommt nur nachts und sie arbeitet nur unter einer Bedingung effektiv, wenn dein Insulinspiegel niedrig ist. In meinem Video zum Thema Schlaf erkläre ich dir genau, wie du die perfekten Bedingungen für diese Müllabfuhr schaffst. Hier ist der Fehler, den 90% der Menschen machen. Sie essen abends auf der Couch noch Snacks, Chips oder auch nur einen gesunden Apfel. Damit schießt das Insulin hoch. Die Müllabfuhr wird nach Hause geschickt. Der Müll bleibt liegen. Machst du das eine Nacht? Kein Problem. Machst du das 20 Jahre lang, dann erstickt dein Gehirn im eigenen Abfall. Das Protokoll: Deine letzte Kalorie nimmst du mindestens 3 oder besser 4 Stunden vor dem Schlafen zu dir. Wasser ist okay, alles andere ist verboten. Wenn du um 23 Uhr schläfst, ist ab 19 Uhr die Küche geschlossen. Ohne Ausnahme. Vielleicht nimmst du schon Vitamine wie zum Beispiel B12, Folsäure, Vitamin B6 etc. Das ist gut, um den Homozysteinspiegel zu senken, was ein Nervengift ist. Aber warum zeigen Studien oft keine Wirkung? Die VitaCoG-Studie hat hier Erstaunliches aufgedeckt. B-Vitamine konnten den Hirnschwund nur dann stoppen, wenn zeitgleich genug Omega-3-Fettsäuren im Blut waren. Die Analogie ist simpel. B-Vitamine sind die Bauarbeiter auf der Baustelle, dem Gehirn. Omega-3, speziell DHA und EPA, sind die Ziegelsteine. Wenn du die besten Bauarbeiter der Welt hast, also hohe B-Vitamine, aber keine Ziegelsteine auf der Baustelle liegen, also Omega-3, wird kein Haus gebaut. Die Arbeiter stehen nur rum. Umgekehrt, wenn du riesige Haufen Ziegelsteine hast, aber keine Arbeiter, passiert auch nichts. Das Protokoll: Ernährung kommt zuerst. Du kannst eine schlechte Ernährung nicht wegsupplementieren. Die besten Ziegelsteine und Arbeiter nützen auch nichts, wenn das Fundament nicht stimmt. Quellen für Omega-3: Dein Gehirn liebt fetten Seefisch, Lachs, Makrele, Hering, am besten aus Wildfang. Auch Algen sind okay. B-Vitamine: Die Nährstoffbomben sind hier Innereien, zum Beispiel Leber, aber auch Eier, Wildfleisch und dunkles Blattgemüse.
Aber hier kommt der Realitätscheck. Schaffst du das jede Woche? Deshalb lautet meine Strategie: optimiere die Ernährung, aber misst die Werte. Misst deinen Omega-3-Index. Ziel sind über 8%. Die meisten liegen nur bei 4%. Wenn du die 8% allein mit Fisch nicht schaffst, was schwer ist, dann macht ein hochwertiges Algen- oder Fischöl auf jeden Fall Sinn. Gleiches gilt für B-Vitamine. Ein hochwertiger Komplex ist deine Versicherung, wenn der Alltag dazwischen kommt. Erst in der Synergie entsteht der Schutz. Auf meiner Webseite lifealgorithm.de findest du unter Top 3 Produkte und dann Supplemente meine Empfehlung für Omega-3 und einen Vitamin B-Komplex, welche du nutzen kannst, falls deine Ernährung allein nicht ausreicht. Aber nochmal, Supplemente können eine schlechte Ernährung nicht wegsupplementieren. Wir denken bei Gehirntraining an Sudoku, Kreuzworträtsel oder Gehirnjogging-Apps. Spar dir das Geld. Die wirksamste Maßnahme, um deinen Hippocampus zum Wachsen zu bringen, ist Krafttraining. Warum? Muskeln sind nicht nur zum Heben da. Sie sind ein endokrines Organ. Wenn du einen Muskel gegen Widerstand bewegst, schüttet er Botenstoffe aus, sogenannte Myokine. Diese Myokine wandern durchs Blut, überwinden die Blut-Hirn-Schranke und wirken dort direkt auf das Gehirn. Muskeln regen die Bildung des hirneigenen Wachstumsfaktors an. Dieser Stoff wird als Dünger für das Gehirn bezeichnet. Er unterstützt die Neubildung von Nervenzellen, stärkt bestehende Verbindungen und schützt das Gehirn vor Abbau. Niemand bringt das so charmant und zugleich brutal ehrlich auf den Punkt wie Professor Dr. Jörg Spitz. Hör jetzt genau hin. Aber diese ganzen Zahlen sind noch absolut harmlos gegenüber dem hier. Die Gebrechlichkeit. Demenz werden ein paar werden, mit Sicherheit. Aber die Mehrheit wird gebrechlich werden. Sie sehen, hier steht der Rollator und da ist die ältere Dame, ja, die, man könnte sagen, rank und schlank, aber die ist nicht rank und schlank. Die hat keine Muskulatur mehr. Sie sehen hier die Dame, die Pflegerin, die hat noch einen ordentlichen Hintern in der Hose. Ja, das ist keine sexistische Äußerung, sondern wer mit 50 keinen Arsch mehr in der Hose hat, hat mit 70 kein Hirn mehr im Kopf. Ja? Wir wissen, dass das Gehirn die Bewegung braucht. Wenn wir unsere Muskulatur bewegen, dann wird das Gehirn eingeschaltet und nicht nur eine kleine Region, dieser Motorkortex, wie wir das als Fachleute mal gelernt haben, sondern etwa 80% des Gehirns sind Teil an diesem Verfahren. Und das ist das Problem. Wenn wir das nicht regelmäßig nutzen, dann atrophiert, dann verkümmert alles andere auch und dann haben wir diese Gebrechlichkeit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist immer größer, dass immer mehr ins Altenheim wandern, ja, ins Ghetto und da alleine vor sich hin vegetieren dürfen. Und das Schlimme ist, wir zahlen noch ein Schweinegeld dafür. Ja. Das alles wäre unnötig, ist zu verhindern, wenn wir unseren armen Körper ein wenig pflegen würden. Das ist keine Übertreibung. Sarkopenie, also der Muskelschwund, und Demenz verlaufen fast immer parallel. Du musst kein Bodybuilder werden, aber du musst Gewichte bewegen, schwer genug, dass du ins Schwitzen kommst. 2 bis 3 Mal die Woche. Das ist die Rentenversicherung für deinen ganzen Körper, wie ich auch in meinem Video zum Thema Altern erkläre. Lass uns das Wichtigste noch einmal auf den Punkt bringen. Erstens, der Trugschluss. Ein normales Blutbild heißt oft nur, dass du der Durchschnitt einer metabolisch kranken Gesellschaft bist. Verlass dich nicht blind darauf. Zweitens, die Ursache. Psychische Probleme und Demenz sind kein Lüftungsfehler, sondern ein Brennstoffproblem. Dein Kamin ist verrußt und liefert keine Energie mehr. Das nennt man Mitochondriendysfunktion. Drittens, der Mechanismus. Alzheimer ist Diabetes Typ 3. Dein Körper kann lebenswichtige Glucose selbst herstellen. Er braucht keinen Zucker von außen, wirklich null. Doch die ständige Zuckerflut durch die Ernährung führt zur Insulinresistenz. Die Folge? Die Zelle verriegelt ihre Türen und kann den Zucker nicht mehr effektiv verarbeiten. Sie verhungert trotz Überfluss. Viertens, der Mythos. Amyloid-Plaques sind nicht der Feind, sondern eine Schutzreaktion. Die Feuerwehr gegen Entzündungen, Toxine oder Nährstoffmangel. Fünftens, die Strategie. Vergiss die eine Wunderpille, die Silberkugel. Du brauchst eine Schrotladung. Den Angriff auf alle Risikofaktoren zeitgleich. Sechstens, die 4 Säulen der Umsetzung. Säule 1, der Treibstoff. Nutze Ketone durch Fasten und gesunde Fette, damit du in die Ketose kommst. Säule 2, die Reinigung. Iss 4 Stunden vor dem Schlaf nichts mehr, damit die Müllabfuhr, das glymphatische System, arbeiten kann. Säule 3, die Baustoffe. Kombiniere Omega-3 und B-Vitamine, aber priorisiere die Ernährung und supplementiere nur, wenn wirklich noch etwas fehlt. Säule 4, das Wachstum. Nutze Krafttraining, um über Muskelbotenstoffe, die Myokine, dein Gehirn zu düngen. Du bist der Geschäftsführer deiner eigenen Gesundheit. Warte nicht auf die Rettung von außen. Dr. Dave Bredesen bringt es auf den Punkt. Wir sind die erste Generation, die sich entscheiden kann, kein Alzheimer zu bekommen. Egal wie alt du bist, dein Körper ist ein Wunderwerk der Regeneration. Gib ihm die Chance dazu. Das Thema für nächste Woche steht übrigens noch nicht fest. Wir werden zeitnah im Live-Algorithm Telegram-Kanal darüber abstimmen. Wenn du den YouTube-Kanal aktiv mitgestalten möchtest, dann komm gerne dazu. Den Link findest du hier als Code und auch in der Videobeschreibung.
In diesem Sinne, bleib kritisch, bleib gesund und fang heute an. Peace out.